Hier haben wir den Dämpfer. Das ist ein Continental-Luftdämpfer gewesen, den der Jörg da gehabt hat. 20 Jahre hat er durchgehalten, war damals das Nonplusultra. Im Sporteinsatz hat er ein bisschen versagt. Da wissen wir, dass der Simo da auch mal mit einem gelben Dämpfer rumgefahren ist. Ich denke aber, für den Otto-Normalverbraucher war das Ding echt gut. Bloß leider hat es jetzt immer Luft gelassen und deshalb haben wir gedacht, rüsten wir auf, machen was Gescheites rein und haben uns diesen Tractive-Dämpfer besorgt. Der Tractive-Dämpfer, der passt ideal rein. Das ist einer der wenigen Hersteller, die es geschafft hat, den Ausgleichsbehälter so anzubringen, dass es auch in diesen engen Raum passt. Angegossen oder angebauter Ausgleichsbehälter, das ist immer gut. Da sind die Leitungen größer, da ist mehr Durchsatz und es geht auch schneller. Hier optional die Federvorspannung. Der Jörg hat gesagt, er will damit nicht groß springen, er macht keine Weltmeisterläufe, sondern einfach mal Modus Madada, wenn Enduro fahren. Und dann kann er hiermit ausgleichen. Vielleicht gibt es mal eine DDR Tour 2, wäre ja cool. Also, lass uns den mal reinbauen, ne? Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik. Wir haben im Jörg sein Motorrad da. Jörg kennt ihr ja, das ist der mit mir die Reisen macht. Das Motorrad ist ausgiebig vom Simo Kirsi schon getestet worden. Da hatten wir schon einige Einsätze in Russland. Da möchte ich so einen kleinen Schnitt mit reinmachen, wo er sich dann aufführt. Ja, auch der Jörg kann sich manchmal nicht zurückhalten. Und den Berg ist aber einfach raufgefahren. Ja, was haben wir mit dem Motorrad vor? Ich denke, das hat er 2005 oder so gekauft. Das ist 20 Jahre her. Und so viele Jahre hat sein Stoßdämpfer schon drauf. Wir hatten den Stoßdämpfer versucht reparieren zu lassen, haben keinen gefunden, haben auch einen Ersatz gekauft, auch wieder Luftfederbein und hatten immer das gleiche Problem. Wenn wir unterwegs waren, hat das Motorrad Luft gelassen. Was passiert dann? Es geht hinten runter, es wird weich, es wird unfahrbar. Was macht man dann, um das auszuschließen? Man fährt mit ganz viel Druck auf der Feder, also das ist ja eine Kompression in den Luftbalg, los und dann wird das Fahren immer noch schlechter, weil sich die Luft ausdehnt, erwärmt und es macht dann gar keinen Spaß mehr. Ja, dann muss man halt nach 20 Jahren mehr Geld reinstecken und da wir mit der Firma Tractive zusammenarbeiten, hat der Jörg sich das neue Federbein gegönnt. Und wir stellen euch in diesem Video vor, wie wir das Federbein in das Motorrad implementieren. Zuerst haben wir das Motorrad mal gewaschen. Nach dem Waschen in die Werkstatt geschoben. Das Hinterrad gelöst, ausgebaut und uns erstmal ein Bild gemacht, wie wir den Original-Continental-Dämpfer aus dem Rahmen rauskriegen. Ich habe hier von Markus Seddelmeier den Zusatztank eingebaut als Hecktank. Der sitzt unmittelbar unter der Sitzbank. Ist ziemlich groß. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht Probleme mit dem Ausgleichsbehälter macht. Und dass das Dämpferhalter gar nicht reinpasst. Ja, deshalb erstmal geschaut, wie wir den Luftdämpfer rauskriegen. Das war am Ende gar nicht schwer. Beide Schrauben gelöst, die Schwinge etwas nach unten gedrückt und nach hinten über den Spritzschutz rausgezogen. Der Luftdämpfer, der ist groß, ballig und hat riesiges Volumen. Also dass da der konventionelle Dämpfer reinpasst, das war klar vom Verhältnis her. Bloß die Richtung vom Ausgleichsbehälter, da hatte ich am Anfang gedacht, okay, der schlägt bestimmt am Tank an. Aber beim Reinschieben war schon klar, überhaupt keine Sache, ist kein Problem. Wenn wir mal mit der Kamera da oben reinfahren, mit der, dann sehen wir, da ist richtig geil viel Platz drin. Da gibt es überhaupt keine Sorgen. Was wir jetzt nicht dabei gehabt haben, augenscheinlich war der Continental-Dämpfer schon so im Arsch, dass er die Schraube verwirkt hat. Wir haben eine Kerbe drin. Die 2 Schrauben werden wir jetzt nachbestellen bei BMW und werden es noch austauschen. Die Montage, da nehme ich mal unser Kamerakind 1 mit rüber. Die Montage vom Ausgleichsbehälter, Schmarrn. Die Montage von der hydraulischen Federvorspannung ist gar kein Problem. Da gibt es ausreichend Material dazu. Ein gebogener Winkel hier,
Da sind 2 Gewinde reingeschnitten. Die Leitung haben wir jetzt außen wegen einem Tank so verlegt. Optimal. Also wer so einen Dämpfer haben will, wir werden die in Kürze mit dem Shop mit aufnehmen. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Ich habe noch bei links mit reingesetzt, Modus Madada und so, wo das Motorrad schon alles unterwegs war. Wäre toll, wenn ihr das liked, wenn ihr Kumpels habt, die auch so ein Federbein-Problem habt. Sagt denen das, dass wir den Tractive-Dämpfer im Verkauf haben, dass wir den besorgen können. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Im Februar war ich Biker des Monats bei BMW. Ihr könnt ja gerne noch einen Kommentar drunter machen bei Facebook und bei Instagram BMW Motorrad Deutschland. Jetzt entlasse ich euch in eurem wohlverdienten Dienstag. Bleibt am Ball. Bis bald. Euer Manuel Schad von SL Sports. Ciao. Gut. Okay. Okay. Das ist so gut. Ja. Gut. Warum?